gerade in unsicheren Zeiten suchen Kunden Stabilität und Sicherheit. Und ich glaube, das Umfeld von Liechtenstein ist eigentlich ideal. Wir sind mit einer stabilen Währung, mit einem stabilen politischen Umfeld in der Lage, das zu garantieren. Aber auch die Banken sind sehr stabil. Willkommen zu Liechtenstein Finance Insights. Heute befinden wir uns in Schellenberg auf der oberen Burgruine, die aus dem 13. Jahrhundert stammt. Ich begrüße den Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbandes, Simon Tribbelhorn. Er war lange Jahre als Jurist im Bankensektor tätig, bevor er vor über 10 Jahren die Geschäftsführung übernahm. Vielen Dank, Simon, dass du heute bei uns bist und uns den Bankenplatz Liechtenstein näher bringst. Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Auf den ersten Blick mag der Bankenplatz Liechtenstein als klein erscheinen. Was macht ihn aber dennoch zu einem international bedeutenden Finanzplatz? Die Banken und der Bankenplatz zeichnet sich durch eine ideale Kombination von Tradition und Innovation aus. Die Banken haben über die vergangenen Jahre eine sehr hohe Kompetenz und auch Qualität im Bereich Vermögensverwaltung, Asset Management aufgebaut. Und du kannst dir vorstellen, dass gerade kleinere Finanzplätze, kleinere Institute sich laufend neu erfinden müssen und Innovation spielt deshalb eine sehr tragende Rolle für die Banken am Standort. Welches Geschäftsmodell verfolgen denn die liechtensteinischen Banken? Worauf sind sie spezialisiert? Aus der Tradition heraus haben sich die Banken auf Private Banking Asset Management, also auf die Vermögensverwaltung spezialisiert. Und verfügen über eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Gerade im Zuge der Digitalisierung spielt Digitalisierung und digitale Aspekte eine wesentliche Rolle, auch im Bankgeschäft. Und so verfügen sie über eine gute Kombination von langfristiger Erfahrung und neuen Digitalkompetenzen. Man hört immer wieder, die Banken in Liechtenstein seien äußerst stabil aufgestellt. Stimmt das denn wirklich? Die Banken in Liechtenstein verfügen über eine sehr hohe Eigenkapitalausstattung mit über 20%. Das ist vergleichsweise sehr hoch, gerade im internationalen Vergleich. Sie werden deshalb auch von Standard & Poor's jedes Jahr geratet und werden eingestuft im Bankenplatzrating und eingereiht zu den stabilsten Banken und Bankenplätzen. Wie konnten sich denn die liechtensteinischen Banken diese gute Ausgangslage erarbeiten? Wie kam es dazu? Natürlich durch sehr gut ausgebildete Mitarbeitende, aber auch die Rahmenbedingungen sind ein wesentlicher Faktor. Liechtenstein als EWR-Mitglied profitiert dadurch vom Marktzugang, davon profitieren unsere Mitgliedsbanken. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist einzigartig für einen Finanzplatz, hat Liechtenstein über den Währungs- und Zollvertrag auch Marktzugang zur Schweiz. Also wir haben eigentlich die einmalige Situation mit einem Marktzugang zu 2 wesentlichen Wirtschaftsräumen. Und auf der anderen Seite profitieren wir sehr stark von der stabilen Situation in Liechtenstein, von politischer Kontinuität, aber auch vom wirtschaftlich stabilen Umfeld. Du hast den Zugang zu den beiden Markträumen erwähnt. Was heißt denn das in Bezug auf die Regulierung? Wie sind die liechtensteinischen Banken reguliert? Der Hauptteil der Regulierung kommt natürlich aus Europa. Das heißt, die liechtensteinischen Banken sind genau gleich gefordert wie deutsche Banken, französische Banken und sind verpflichtet, die europäische Regulierung im Finanzbereich umzusetzen. Also wir sind, was Aufsichtsrecht, was Bankenrecht anbelangt, was Finanzrecht anbelangt, sind wir europäisch reguliert. Anders ist es natürlich im Zivilrecht. Dort haben wir immer noch sehr große Einflüsse aus der Schweiz oder aus Österreich. Und dieser Marktzugang zur EU, bedeutet das auch, dass jemand aus dem EU-Raum, also mit Wohnsitz im EU-Raum, in Liechtenstein ein Konto eröffnen und Geld anlegen kann? Das bedeutet eigentlich sowohl nach außen wie nach innen, dass Kunden in Liechtenstein ihr Geld veranlagen können. Bedeutet aber auch, dass liechtensteinische Banken gerade im EU-Raum, wir sprechen da vom Zugang zum europäischen Binnenmarkt, Dienstleistungen eigentlich auf Basis eines Notifikationsverfahrens frei anbieten können und ihre Produkte frei vertreiben können. Und gibt es auch Unterschiede, wenn Kunden einen Wohnsitz in einem anderen Land, also in einem Drittstaat oder der Schweiz haben? Gelten da dann andere Bestimmungen oder haben diese ebenfalls die Möglichkeit, mit Liechtenstein eine Geschäftstätigkeit einzugehen? Also wenn ein
Kunde aus einem sogenannten Drittstaat ein Konto in Liechtenstein eröffnen will, kann er das selbstverständlich machen. Wenn die Initiative vom Kunden kommt, dann spielt das keine Rolle, dann ist das ohne Problem möglich. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Initiative von der Bank ausgeht. Da müssen die Banken die entsprechenden Vorgaben, die im jeweiligen Land gelten, einhalten. Das gilt für die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, gilt für die zivilrechtlichen Vorgaben und gilt natürlich aufgrund des Marktzuganges in Europa bestehen da gewisse Unterschiede und gewisse Vorteile. Und welche internationalen Standards gelangen in Liechtenstein zur Anwendung? Liechtenstein hat sich 2009 zu den sogenannten, mit der Regierungserklärung zu den OECD-Standards im Steuerbereich bekannt. 2013 dann zum automatischen Informationsaustausch. Also wir setzen im Steuerbereich die internationalen Standards komplett um, werden angewendet. Mittlerweile wendet Liechtenstein den automatischen Informationsaustausch mit über 100 Staaten an im Steuerbereich. Und darüber hinaus wenden wir natürlich alle relevanten internationalen Standards, die gelten, die für den Finanzplatz relevant sind, an. Zum Beispiel im Geldwäschereibekämpfungsbereich, Terrorismusfinanzierung, organisierte Kriminalität und so weiter. Und wie steht es dabei um die Privatsphäre des Kunden? Oder anders gefragt, hat Liechtenstein ein Bankgeheimnis? Die Privatsphäre bzw. das sogenannte Bankkundengeheimnis ist natürlich immer noch wichtig, ein zentraler Aspekt im Verhältnis Bank-Kunde, dass seine Informationen vertraulich behandelt werden. Dieses Bankkundengeheimnis wird aber gerade bei der Anwendung dieser internationalen Standards durchbrochen. Das heißt, Steuerinformationen werden automatisch ausgetauscht mit den entsprechenden Ländern. Zum Beispiel ein deutscher Kunde, der sein Geld veranlagt in Liechtenstein. Die Steuerinformationen, die steuerrelevanten Informationen werden automatisch von Liechtenstein über die Steuerverwaltung ausgetauscht mit der deutschen Steuerverwaltung. Wie erfolgt die Aufsicht der Banken und die Zusammenarbeit zwischen Banken und Aufsicht? Die Banken sind sogenannt prudentiell beaufsichtigt. Sie werden durch die Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt. Auch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ist europäisch integriert, aber auch international integriert, 2011 Mitglied bei der sogenannten IOSCO und hat Beobachterstatus in den jeweiligen Aufsichtsgremien auf europäischer Ebene, bei der Europäischen Bankenaufsicht, bei der Europäischen Wertpapieraufsicht. Das betrifft natürlich auch die Aufsicht und die Aufsichtstätigkeit gegenüber den liechtensteinischen Banken. Die Aufsicht grundsätzlich ist sowohl direkt durch zum Beispiel Vorortkontrollen durch die FMA selbst, aber auch indirekt über die Wirtschaftsprüfer. Also wir haben ein sogenanntes hybrides System in Liechtenstein und die Aufsicht als solches ist risikobasiert, also dort, wo ein größeres Risiko im Bereich des Geschäftsmodells vorhanden ist, gegeben ist, dort schaut die FMA genauer hin und dort, wo das Risiko kleiner ist, dort schaut die FMA vielleicht in den Perioden etwas weniger genau hin. Stichwort Nachhaltigkeit. Bankkunden werden immer umweltbewusster. Bieten liechtensteinische Banken auch Produkte für solche Kunden an, nachhaltige Produkte? Gibt es da Möglichkeiten? Absolut. Liechtenstein hat sich zur Nachhaltigkeit bekannt. Das ist auf nationaler Ebene über das Pariser Klimaabkommen, über das Bekenntnis und das Commitment zu den nachhaltigen Entwicklungszielen. Das Gleiche ist aber auch auf Bankenplatzebene der Fall. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Kernpfeiler der Strategie des Bankenverbandes, des Bankenplatzes und aller Banken. Die drei großen Banken haben sich zu Netto Null bekannt. Sie sind Mitglied der sogenannten Net Zero Banking Alliance. Und das betrifft nicht nur ihr operatives Geschäft, sondern eben auch die eigenen Anlagen und die Kundenanlagen. Also das heißt, ein sehr starkes Bekenntnis, über 90% der verwalteten Vermögen wollen die liechtensteinischen Banken so gestalten und die Kundenanlagen in nachhaltige Investmentprodukte lenken, dass eben das Netto-Null-Ziel erreicht ist und das mit den eigenen Anlagen, aber auch mit den Kundenanlagen. Du hast zu Beginn kurz die Innovation erwähnt. Wie entwickelt sich der Bankenplatz Liechtenstein in Bezug auf die Digitalisierung? Digitalisierung ist ein wesentlicher Aspekt für liechtensteinischen Banken und für das Land. Liechtenstein war ja Vorreiter im Bereich der Regulierung von Blockchain-Anwendungen.
die per 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Wir haben mittlerweile in Liechtenstein 26 Institute, die registriert sind unter dem Blockchain-Gesetz. Von den Banken sind es 5 der insgesamt 11 lizenzierten Banken. Das zeigt, dass Blockchain-Anwendungen oder Anwendungen unter Bezugnahme auf die Blockchain-Technologie für die liechtensteinischen Banken schon per se sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite spielt natürlich die Digitalisierung, sei es künstliche Intelligenz, Prozessoptimierung und so weiter, also sowohl im Backoffice wie aber auch im Frontbereich ein wesentlicher Aspekt. Und was heißt das für den Kunden? Eröffnen sich da allenfalls neue Anlagemöglichkeiten? Gerade aufgrund des Blockchain-Gesetzes eröffnen sich natürlich neue Anlagemöglichkeiten. Liechtenstein profitiert von der europäischen Regulierung, von der sogenannten MiCA. Und all die Institute, die sich bereits registriert haben, können nachher grenzüberschreitend unter Anwendung des europäischen Passportings entsprechende Dienstleistungen, entsprechende Produkte anbieten. Zum Beispiel im Bereich der Tokenisierung, im Bereich digitale Assets, im Bereich Kryptowährungen und so weiter. Welches Geschäftsmodell verfolgen die liechtensteinischen Banken? Worauf sind sie spezialisiert? Herkömmlich sind die liechtensteinischen Banken auf Vermögensverwaltung, Private Banking fokussiert und spezialisiert. Natürlich unter dem Einfluss von Digitalisierung eröffnen sich ganz neue Geschäftsopportunitäten auch für die bestehenden Banken, aber auch für neue Banken, sich am Standort Liechtenstein niederzulassen. Man hört immer wieder, liechtensteinische Banken seien äußerst stabil aufgestellt. Stimmt das denn wirklich? Die liechtensteinischen Banken gehören zu den stabilsten weltweit und verfügen durchschnittlich über eine Kernkapitalquote von über 20%. Das liegt bei weitem über dem geforderten Minimumkapital, das halten sie freiwillig. Das liegt auch an den risikoaversen Geschäftsmodellen. Wir kennen kein Investmentbanking in Liechtenstein. Auch während oder nach der Finanzkrise musste keine Bank staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und die Sicherheit der Kundenanlagen ist natürlich den liechtensteinischen Banken sehr wichtig. Die hohe Kernkapitalquote ist aber auch wichtig, dass die Banken Möglichkeiten haben, anorganisch zu wachsen, Zukäufe zu tätigen und so letztendlich zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Sicherheit ist ein wesentliches Kriterium für einen Bankkunden. Ist er denn in Liechtenstein am richtigen Ort, wenn er nach Sicherheit sucht? Gerade in unsicheren Zeiten suchen Kunden Stabilität und Sicherheit. Wir spüren gerade in den vergangenen Jahren einen größeren Zulauf von Kunden, weil sie Sicherheit suchen. Und ich glaube, das Umfeld von Liechtenstein ist eigentlich ideal. Wir sind mit einer stabilen Währung, mit einem stabilen politischen Umfeld in der Lage, das zu garantieren. Aber auch die Banken sind sehr stabil aufgrund ihrer risikoaversen Geschäftsmodelle aufgestellt, die Kernkapitalausstattung, und dann kennen wir natürlich auch die Einlagensicherung und den Anlegerschutz in Liechtenstein, der europäisch reguliert ist. Simon, herzlichen Dank, dass du heute bei Liechtenstein Finance Insights zu Gast warst. Und vielen Dank für diese interessanten Informationen zum Bankenplatz Liechtenstein. Gerne, herzlichen Dank.